Hallo und willkommen. Heute geht es nicht um das Buch Anastasia und das Schachspiel, sondern um das Anastasia-Matt. Einen coolen Schachmotiv, der seinen Namen von diesem Buch hat. Keine Angst, wir werden uns heute nicht mit der Geschichte beschäftigen, sondern mit diesem cleveren Schachtrick. Ich zeige euch, wie das Anastasia-Matt funktioniert und warum es so bekannt ist. Lasst uns schauen, ob ihr es in eurem nächsten Spiel anwenden könnt. Wie wir bereits im letzten Video besprochen haben, sollten wir bei jeder Partie zuerst die Schachzüge genau prüfen. In dem konkreten Fall, die Schachzüge sind Springer H3 und Springer E2. Also, wenn man Springer H3 spielt, also wird Weiß einfach mit dem Bauern schlagen, das heißt, den Zug können wir in ein paar Millisekunden ausschließen. Springer E2 schaut sehr interessant aus. Der einzige Zug für Weiß ist König H1. Und jetzt haben wir eine kritische Stellung. Das heißt, wie wir gesprochen haben, wir dürfen keinen Schachzug ausschließen. Das heißt, jeden Schachzug müssen wir prüfen, bevor wir einen Zug ausführen. Das heißt, in dem Fall Dame H2 ist ein Schachzug. Wenn die Dame H2 schlägt, schlägt der König zurück und dann kommt Turm auf H4 und dann ist Schachmatt. Das heißt, für das Anastasia-Matt brauchen wir einen Springer, der zusammen mit dem Turm und mit der Dame arbeitet, um den gegnerischen König einzusperren. Das heißt, der Springer blockiert die Fluchtfelder und die Dame und Turm werden den finalen Mattangriff ausführen. Das heißt, wir opfern die Dame auf H2 und dann kommt der Turm auf die H-Linie. In dem Fall haben wir den Springer schon richtig positioniert. Der Springer steht auf E7 und deckt die zwei Fluchtfelder. Die Dame zielt auf H7 und wir brauchen noch einen Turm, der sich auf die H-Linie positionieren wird. Das heißt, sofort geht es nicht, weil der Bauer den Turm im Weg steht. Was wir machen können, ist, den Springer mit dem anderen Turm zu schlagen. Turm schlägt E4. Jetzt, wenn der Bauer zurückschlägt, dann kommt Dame H7 Schach, König H7 und schon wieder Anastasia Matt. Der Turm greift den König an und der Springer deckt die zwei Fluchtfelder. In der Stellung gibt es mehrere Weise, wie Weiß gewinnen kann. Aber probieren wir uns wirklich nur auf Anastasia Matt zu konzentrieren. Das heißt, wie wir gesagt haben, die Voraussetzung für das Anastasia Matt ist, dass der Springer auf E7 steht und die zwei Fluchtfelder deckt. Was wir auch noch brauchen, wir brauchen die H-Linie aufzumachen. Das heißt, der Turm steht schon bereit. Also wir brauchen nur eine Figur auf H7 opfern. Das heißt normalerweise, das wäre die Dame. Und in dem Fall kommt die Dame auf G6. Das ist ein sehr, sehr schöner Zug. Nach HG, Turm H3 und dann ist Matt. Wenn Schwarz mit F-Bauern nimmt, dann können wir mit dem Springer auf G6 schlagen, dann ist wieder Matt. Turm H3, er kann wieder Dame H4 spielen und dann Turm H4. Und wenn sozusagen Schwarz nichts macht, werden wir mit der Dame einfach auf G7 schlagen. Nach Turm G8 werden wir nicht materialistisch denken, irgendwie so den Bauern zu schlagen, sondern wir werden auf H7 schlagen und schon wieder Anastasia Matt setzen. So, in dem Fall stehen die schwarzen Bauern sehr, sehr kritisch, würden wir sagen. Also strategisch betrachtet steht Schwarz etwas schlechter, weil die schwarzen Bauern sind sehr zerlegt. Also Schwarz hat sogar 4 Bauerninseln, das heißt 1, 2, 3 und 4 Bauerninseln, weil die Bauern sich nicht gut
decken können. Andererseits, Weiß hat 2 Bauerninseln. Weißer König ist viel sicherer als der Schwarze. Aber das ist nur so, wenn wir die Stellung äh, strategisch betrachten. Aber ja, Schach ist viel komplexer und es gibt auch Dynamik in Schach. Es gibt taktische Motive, wie wir schon gesagt haben. In dem Fall stehen schwarzen Figuren ziemlich bereit, um den weißen König anzugreifen. Das heißt, für Anastasia Matt haben wir gesagt, wir brauchen Springer auf E2, der Springer deckt die 2 Fluchtfelder. Weiß muss mit dem König auf H1 gehen und jetzt müssen wir nur noch die H-Linie aufmachen. Das können wir so machen, indem wir mit der Dame den Springer schlagen. Dame schlägt G4, Bauer schlägt G4, dann kommt der Turm noch sogar auf H5, Bauer schlägt auf H5 und dann Turm H4 und es ist matt. Natürlich, man fragt sich, was wäre, wenn in dem Fall Weiß nicht die Dame schlägt und zum Beispiel den Zug F3 spielt, dann können wir mit dem Springer auf G3 Schach setzen, um den Springer zu retten. Nach König H2 Springer F1, Weiß muss schlagen und dann können wir so zum Beispiel Dame F4 spielen. Wir zwingen den Weißen, die Damen abzutauschen, dann haben wir einen Turm mehr. Oder wenn der König auf F1 geht, ist mehr oder weniger die gleiche Geschichte. Wir können zum Beispiel den Turm schlagen, die Dame ist angegriffen. Wenn er zurückschlägt mit der Dame oder mit dem Turm, mit dem König oder mit dem Turm, Verzeihung, dann kommt Dame F4 und Schwarz steht absolut auf Gewinn. Ich werde euch jetzt bitten, auf die Pause zu drücken und die beste Fortsetzung für Schwarz zu finden. Also wenn wir unsere Standardmethode verwenden werden, das heißt Schachschlag Angriff, werden wir bemerken, dass kein Schachzug in dem Fall gut ist. Also nach Springer E2 wird die Dame einfach den Springer schlagen können. Nach Dame H2 kann auch nichts Wichtiges passieren. Also König geht auf G1 und wir können nicht auf E2 matt setzen, weil die Dame zurückschlägt. Also Schlagzüge haben wir natürlich auch. Turm C2 wäre eine Option. Springer C2. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass in dem Fall Weiß Quali mehr hat oder Qualität mehr. Der beste Zug in dem Fall ist ein Angriffszug, nämlich Springer auf G3. Das ist auch noch ein Abzug. Das heißt, wir ziehen mit der Figur ab und wir greifen die gegnerische Dame an. Die Idee ist, die Dame auch noch abzulenken. Wenn die Dame auf H7 schlägt, dann kommt der D4-Springer auf E2 und setzt matt ein, weil der Springer von G3 das Feld H1 deckt. Also natürlich, Weiß kann jetzt zum Beispiel HG3 schlagen, aber dann schlagen wir die Dame. Also Weiß könnte auch noch mit der Dame auf D4 schlagen. Dann kommt Springer E2, König H1. Und jetzt bitte nicht die Dame schlagen, sondern zurück zu Anastasia Matt. Der Springer steht hervorragend auf E2. Dame schlägt H2, König H2 und dann schon wieder Turm H8. Der einzige Zug ist Dame H4 oder eventuell zuerst Läufer H6, Turm H6, Dame H4, Turm H4 und Schwarz hat gewonnen. Danke fürs Zuschauen. Gib einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, um keine weiteren Tipps zu verpassen. Viel Erfolg bei deinem nächsten Spiel und bis zum nächsten Mal.